Den Schlüssel im Schloss zu drehen bereitet dir Schmerzen. Wenn der Daumen dir Beschwerden macht, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Die Ursache dafür ist, dass dieses Gelenk im Alltag hoher Belastungen ausgesetzt wird. Bei jeder Greifbewegung nutzt du den Daumen. Dazu kommt, dass dieses Gelenk auch sehr beweglich ist. Nur wir können den Daumen in so viele Richtungen bewegen. Und der dritte Faktor, der die Entstehung von der Arthrose begünstigt, ist, dass wie die Knochen aufeinander passen, nicht perfekt ist. Der Daumen kann sich in diese Richtung bewegen, aber auch in diese Richtung. Hohe Belastungen und Instabilität durch mangelnde Muskelkraft kann die Entstehung von einer Arthrose begünstigen, was zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen führt. Die gute Nachricht: Mehrere Studien haben bereits bewiesen, dass durch die gezielte Muskelaufbau bzw. das gezielte Training der Handmuskulatur können sowohl die Beweglichkeit wieder verbessert werden, als auch die Schmerzen deutlich gelindert werden. Welche Übungen das sind, das zeige ich dir jetzt. Und am Ende des Videos gebe ich dir noch ein paar wertvolle Tipps, was du im Alltag machen kannst, um deine Schmerzen zu lindern bzw. vermeiden, dass sie entstehen. Bevor du mit den Übungen beginnst, ist es sinnvoll, eine Massage zu machen, um die Muskulatur zu entspannen. Besonders dann, wenn du auch unter Schmerzen leidest. Und die Muskulatur, die du massieren solltest, sind die Muskeln zwischen den Daumen und den Zeigefinger. Am besten nutzt du so einen Pinzettengriff und versuchst den Bereich dazwischen mit zusammenzudrücken, von innen und von außen, und dann leichte Kreise zu machen. Es ist sehr wichtig, dass du versuchst, die Hand, die du massierst, dass die auch entspannt ist, dass die locker ist. Weil nur so kannst du dann halt auch eine bessere Wirkung von der Massage erzeugen. Diese Muskulatur, die ist sehr häufig auch verkürzt bei Patienten mit Ritzarthrose. Und genau die sollst du dann auch mal massieren. Als nächstes solltest du versuchen, die Handfläche zu dehnen. Patienten, die an Ritzarthrose leiden, die tendieren sehr häufig, die Hand eher in so einer Krümmung zu bleiben, sodass diesen Bereich verkürzt wird. Und du kannst das am besten dehnen, indem du jetzt halt die Kleinfingerkante gegen deine Brust jetzt bringst. Und jetzt mit der anderen Hand versuchst du den Daumen und diesen Bereich zu umgreifen und ziehst dann den Daumen nach außen. Und den Druck von dem kleinen Finger, der bleibt jetzt gegen den Brustkorb. Wichtig ist, dass du den gesamten Bereich von der Handfläche in den Daumenbereich, dass du die Gesamtfläche auch umgreifst. Und dann weiter nach außen ziehen. Wenn du zu Hause jemanden hast, der dir dabei helfen kann, dann ist diese Dehnungsübung auch besonders effektiv. Die Person sollte mit einer Hand deinen Daumen umgreifen, den gesamten Bereich von den Daumenballen, und mit der anderen Handkante den ganzen Bereich von dem Kleinfingerkante. Und dann einfach mal die Hände auseinanderziehen, so als ob du einen Bogen hast an der Hand und den willst du jetzt eröffnen. Du ziehst den Daumen weg und auch den Kleinfinger weg. Die richtigen Übungen passend zu deinen Beschwerden zu finden, ist gar nicht so einfach. Genau das versuche ich für dich zu tun. Wenn auch du davon profitieren willst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche Anregungen für das, was du tun kannst für deine Gesundheit. Um das Gelenk nun zu stabilisieren und die Belastung auf den Knorpel zu reduzieren, ist es extrem wichtig, dass du diese beiden Muskeln trainierst. Der erste Muskel ist der Interoceus dorsalis. Der setzt an der Seite vom Gelenk und führt zu den Zeigefinger.
und der führt eine Bewegung zur Abspreizung des Zeigefingers aus. Zu Beginn kannst du die auch ohne einen Widerstand zu trainieren, indem du versuchst, den Zeigefinger Richtung Daumen zu bewegen. Wenn diese Übung für dich zu leicht ist, kannst du auch mit elastischer Widerstände arbeiten. Je weiter der Gummiband nach oben ist Richtung Zeigefinger, desto schwieriger ist die Übung. Wenn es nach unten Richtung Gelenk ist, ist die Übung leichter. Du kannst aber auch mit den eigenen Fingern einen Widerstand geben. Da kannst du gut sehen, wie diesen Muskel anspannt. Und der zweite Muskel, den du trainieren solltest, ist der Muskel Opponens pollicis. Das ist genau der Muskel, der den Daumenballen ausmacht. Und er sorgt dafür, dass du den Daumen gegenüberstellen kannst mit den anderen Fingern. Eine gute Möglichkeit, diesen Muskel zu trainieren, ist, indem du einen Ball in der Hand nimmst und versuchst, jetzt halt mit den Daumen den Ball nach innen zu bewegen. Und nun ein paar Tipps für den Alltag, damit du weniger Beschwerden hast. Als erstes solltest du den Schlüsselgriff vermeiden. In dieser Griffhaltung drückst du den Daumen gegen die seitliche Kante von den Zeigefinger. In dieser Position bringst du das Gelenk in eine sehr instabile Lage. Und genau das kann dir Schmerzen bereiten. Statt den Schlüssel so festzuhalten, versuche, den einfach mit einem 3-Punkte-Griff zu halten. Das heißt, du hältst den Schlüssel mit Daumen, Zeigefinger und den Mittelfinger. In dieser Position ist das Gelenk deutlich stabiler durch die Aktivierung von anderen Muskeln. Eine gute Möglichkeit, diesen Griff zu trainieren, ist zum Beispiel beim Halten von einem Stift. Da hast du auch diesen 3 Punkte. Versuche da ganz bewusst die 3 Finger gegeneinander bzw. gegen das Objekt zu drücken und da hast du auch eine gute Aktivierung von der Handmuskulatur. Das wäre jetzt eine leichtere Variante. Je schmaler der Stift, desto anspruchsvoller ist die Übung. Und eine dritte Variante wäre einfach Münzen zu stapeln. Auch hier hat man die 3 Punkte Kontakt mit den Fingern. Und zuletzt, was auch sehr gut wirksam ist gegen Schmerzen, ist Kälte zu nutzen. Mit so einem kleinen Gelkissen, das du davor in dem Gefrierfach platziert hast, kannst du es einfach in den Daumenbereich, in den Daumenballenbereich platzieren und dann mit einem kleinen Tuch befestigen. Achte darauf, dass es nicht zu kalt ist. Kälteverbrennung tun genauso doll wie mit Wärme. Wenn es der Fall sein sollte, leg ein kleines Tuch zwischen das Gelkissen und deine Hand. Lass es dann für mindestens 10 bis 15 Minuten wirken. In akuten Schmerzbeschwerden ist eine gute Möglichkeit, dir ein bisschen Linderung zu bringen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du jemanden hast oder jemanden kennst, die an einer Ritzarthrose leidet, dann schick ihm dieses Video. Ich freue mich auf dich beim nächsten Video. Tschüss!